Hey, mein Name ist Frank von Frankschnitz Woodwork und in dem heutigen Video geht es um das neue Parallelanschlagsystem für meine selbstgebaute Tischkreissäge. Mein neues System ist mit so Aluprofilen hier gebaut, sogenannte Item-Profile. Und wie ihr hier wunderbar erkennen könnt, läuft das Ganze auch wirklich extrem geschmeidig. Alles ist wirklich parallel zum Sägeblatt eingestellt. Zusätzlich kann man diesen Anschlag hier auch nur nach hinten und nach vorne schieben, was jetzt bei so Querschnitten wirklich extrem praktisch ist. Und wenn du jetzt wissen willst, wie ich diesen Parallelanschlag hier gebaut habe, dann schalt auf gar keinen Fall ab, denn nach dem Intro legen wir direkt los. Wie ihr es ja bestimmt im letzten Video schon mitbekommen habt, habe ich mir eine neue Tischkreissäge gebaut. Meine alte Tischkreissäge, die ich vor circa 2 Jahren auch selber gebaut hatte, hatte ausgedient und die neue ist auf jeden Fall richtig schick geworden und das Video dazu auch. Checkt das auf jeden Fall mal aus, aber erst am Ende des Videos. Ich werde euch den Link dazu unten in die Videobeschreibung setzen. Und genau für diese Tischkreissäge wollte ich unbedingt ein neues Parallelanschlagssystem bauen. Man kann im Internet und ganz besonders auf YouTube eine Menge coole Lösungsansätze zu diesem Thema finden, aber am Ende habe ich mich für eine Lösung entschieden, die mir schon seit längerem im Kopf herumschwebt, und zwar mit sogenannten Alu-Profilen. Ich glaube, dieses Profil heißt Item-Profil. Ja, und damit wollte ich auf jeden Fall arbeiten und genau das habe ich auch gemacht. Zuerst habe ich das Aluprofil, welches ich später an der Tischkreissäge befestige, abgelenkt. Und da ich kein passendes Metallsägeblatt hatte, musste ich das mit der Metallsäge per Hand machen. Auf jeden Fall habe ich mich an dem Punkt definitiv dazu entschieden, mir sehr bald ein Metallsägeblatt zu besorgen, weil das einfach super viel Arbeit war und das tue ich mir nicht nochmal an. Die gesamten Teile, die aus Holz an dem neuen Parallelanschlag bestehen, sind aus 20 mm starken Birken-Multiplex. Was ich besonders praktisch an diesem Aluprofil finde, ist das passende Zubehör. Die beweglichen Teile des Parallelanschlages laufen über so Gleitschienen, die mit den Hölzern verbunden werden. Die passenden Markierungen für die Bohrlöcher habe ich mir einfach per Augenmaß eingezeichnet. Hierzu habe ich das Holz lediglich neben die Aluschiene gestellt. Natürlich sind mir während dem Bau auch ein paar kleine Fehler passiert. Den einen seht ihr hier zum Beispiel. Hier hätte ich fast mit einem zu großen Bohrer die Löcher gebohrt, aber zum Glück habe ich das noch rechtzeitig gemerkt und konnte dann die restlichen Löcher alle korrekt fertig bohren. Für den nächsten Arbeitsschritt musste ich die Auflagefläche meiner kleinen Ständerbohrmaschine vergrößern, denn ich musste in die Aluschiene die passenden Löcher vorbohren, damit ich diese später an der Tischkreissäge auch verschrauben kann. Hier verwende ich einen 6 mm Stahlbohrer und beim Bohren füge ich immer noch ein wenig Bohröl mit hinzu. Leider sind die Köpfe der verwendeten Schrauben zu groß und die haben nicht direkt durch diese 8 mm Nut gepasst. Deswegen musste ich mit einem etwas größeren Bohrer, den ich extra auch im Baumarkt kaufen musste, weil ich diese Größe leider nicht parat hatte, musste ich hier noch einmal ein bisschen aufbohren und das Ganze dann natürlich auch mit dem Senker nochmal nachbearbeiten, damit die Schraubenköpfe unten nicht überstehen. Aber dann hat das Ganze auf jeden Fall funktioniert. In das eine Teil des Parallelanschlages, welches in direktem Kontakt mit der Aluschiene ist, musste ich noch einen ganz kleinen Falz fräsen, da hier drunter später das Aluminiummaßband verläuft. Zusätzlich musste ich auch noch eine etwas tiefere Aussparung fräsen, diese war für die spätere Stellschraube der Maßskala. Ist jetzt ein bisschen schwer zu erklären, guckt euch einfach mal das Teil an, aber später werdet ihr es auf jeden Fall verstehen. Nochmal, Genauigkeit ist bei diesem Projekt hier ganz besonders wichtig. Deswegen habe ich auch vor dem Verschrauben der einzelnen Teile die Teile noch einmal mit Leim aneinander gepresst, einfach damit das Ganze beim Verschrauben später nicht mehr verrutschen kann. Nach einer Presszeit von ca. 20 Minuten ist das Ganze stabil genug, um es zu verschrauben. Nun können auch die Gleitschienen montiert werden und ich kann das Ganze zum ersten Mal testen. Um zu gewährleisten, dass die Aluschiene korrekt zur Tischplatte ausgerichtet ist, verwende ich hier den bereits gebauten Teil des Parallelanschlages. Dieser sollte möglichst bündig, also plan, mit der Tischplatte abschließen und nachdem ich die richtige Position gefunden habe, habe ich das Ganze mit Schraubzwingen gesichert und festgeschraubt. Aber egal wie genau ihr arbeitet, und ihr kennt das Ganze natürlich auch selber, manchmal klappt es einfach nicht.
Und natürlich musste ich meinen Frust direkt irgendwo rauslassen, deswegen habe ich völlig grundlos diese Ecken hier abgesägt, aber zum Glück sah das Ganze danach ziemlich cool aus. Damit später gewährleistet ist, dass sich der eigentliche Parallelanschlag auch absolut rechtwinklig zur Arbeitsfläche befindet, sollte die entsprechende Leimkante auch sehr rechtwinklig geschnitten sein. Wie auch schon bei den anderen Teilen verleime ich zuerst das Ganze und verschraube es danach. Nicht nur aus Gründen der Gewichtseinsparung, sondern auch aus optischen Gründen habe ich hier noch eine Schräge reingesägt. Wie ich ja bereits anfangs erwähnt hatte, sind mir bei dem Bau hier einige kleinere, manchmal auch größere Fehler unterlaufen, die ich euch nicht vorenthalten will. Zum einen musste ich die Aluschiene nochmal komplett abmontieren und ein wenig nach links versetzen, dann den Parallelanschlag noch einmal ein wenig kürzen und unten die Aussparung für die Maßskala auch nochmal nachbearbeiten. Ihr kennt es ganz sicherlich, ja, wenn solche Veränderungen, die während dem Bau einfach entstehen, auftauchen, aber hey, so ist es halt und da muss man halt einfach durch. Um den Parallelanschlag noch mehr zu stabilisieren, füge ich noch 2 Holzwinkel ein, die natürlich exakt im rechten Winkel sind. Und wenn wir schon beim Stabilisieren sind, ich hatte noch aus einer Probepackung so einen Aluwinkel, passend zu diesem System hier, den ich hier dazu verwende, um die Verbindung zwischen der Aluschiene und der Tischplatte noch mehr zu verstärken. Jetzt nimmt das Ganze doch schon etwas mehr Gestalt an, allerdings ist mir hier auch aufgefallen, dass die Gleitschienen nur im oberen Teil dieses Aluprofils geführt werden und unten hatte ich einfach die Angst, dass es vielleicht nach unten ein bisschen wegknicken könnte. Ja, aus diesem Grund habe ich hier so kleine passende Holzstückchen noch eingefügt, damit das auch noch verhindert werden kann. Bevor wir jetzt zum wichtigsten, aber auch schwierigsten Teil von unserem Bau kommen, will ich noch ganz kurz meine neuen Sägeblätter hier einbauen. Ja, ich habe jetzt auch endlich die roten von Freud. Da habe ich mich schon tierisch drauf gefreut und ja, das Ganze muss jetzt erst einmal absolut rechtwinklig zur Tischplatte ausgerichtet werden. Wichtig ist natürlich auch, dass der Parallelanschlag rechtwinklig zur Tischfläche steht und wenn beides erledigt ist, kann man an das Ausrichten des Parallelanschlages gehen. Vor dem Ausrichten entferne ich noch den Spaltkeil und arbeite mich nun sehr vorsichtig und sehr genau mit dem Parallelanschlag an das Sägeblatt heran. Wie ich ja bereits in meinem letzten Video zum Bau von der Tischkreissäge gezeigt habe, habe ich das Sägemodul absolut orthogonal zu dieser Referenzkante, die ihr hier seht, eingebaut. Allerdings ist es jetzt gar nicht so schlimm, sollte das jetzt in eurem Fall, wenn ihr das nachbaut, nicht ganz der Fall sein, kann man in diesem Arbeitsschritt noch minimale Ungenauigkeiten auf jeden Fall angleichen. Und hat man nun die ideale Position vom Parallelanschlag zum Sägeblatt gefunden, kann die Position mit Schraubzwingen fixiert werden und dann endgültig mit Schrauben gesichert. Nun kommen wir zum letzten Punkt und zwar die Maßskala. Zunächst einmal klebe ich das Aluminiummaßband auf, welches ich im Internet gekauft habe. Den Link dazu setze ich euch mal unten in die Videobeschreibung, denn laut Rezensionen, und ich habe es auch nachgeprüft, ist es eines der wenigen, die auch wirklich genau sind. Die verstellbare Maßskala besteht aus 5 mm starkem Acrylglas und jetzt löst sich auch auf, warum ich vorhin den Falz in den Teil vom Parallelanschlag gefräst habe, denn genau hier wird ja das Aluminiummaßband geführt und zum anderen auch die verstellbare Maßskala montiert. Und nun kann der Parallelanschlag exakt auf das Maß der Maßskala eingestellt werden und durch diese kleine Schraube wird das Ganze dann fixiert. So, dieses ganze Einstellen hier hat mich jetzt wirklich einen ganzen Tag gekostet. Ich wollte es wirklich möglichst genau machen und wir schauen uns jetzt einfach mal das Ding hier im Detail an und auch mal genauer, was jetzt nicht ganz so ideal gelaufen ist. Dann kommen wir erstmal zum angenehmen Teil, was ich hier besonders gut finde. Man kann den ganzen Parallelanschlag ganz bequem mit einer Hand führen. Die maximale Schnittbreite beträgt hier 67 cm. Was ich jetzt auch noch extrem geil finde, ja, das hatte ich bei meinem alten Parallelanschlag nicht und ganz viele Parallelanschläge, die aus dem DIY-Bereich kommen, haben das auch nicht und ich wollte es einfach unbedingt haben und zwar die Möglichkeit, den Parallelanschlag hier so nach hinten zu ziehen. Wenn man jetzt Schnitte hat, die man zum Beispiel solche Querschnitte, ja, die kann man an der Tischkreissäge machen, allerdings sollte dann der Parallelanschlag wirklich nur bis zum Anfang vom Sägeblatt gehen. Genauso habe ich das Ding hier auch ausgemessen. Das heißt, ich werde hier in Zukunft auch ohne Probleme mit dem Queranschlag die Schnitte machen und die abgeschnittenen Hölzer können dann hier gefahrenlos abtransportiert werden. Was ich leider nicht geschafft habe, ich aber unbedingt wollte, war einen spielfreien Parallelanschlag. Und wie ihr hier sehen könnt, ja,
Ich drücke zwar schon relativ fest dagegen, aber es hat auf jeden Fall leider noch ein kleines Spiel. Ich werde also nach wie vor mit diesem Bankhaken hier arbeiten müssen, den ich schon von meinem alten Parallelanschlag habe. Der ist noch angepasst auf diese 8er T-Nut. Das wird gerade hier reingehängt. Ja, und wie ihr hier sehen könnt, es wird dann gerade hier rüber geschoben, auf die richtige Position gebracht und dann festgezogen. Wie ihr seht, keine Raketenwissenschaft, sehr, sehr einfach, aber definitiv sehr effektiv und verhindert halt absolut dieses Spiel, was dieser Parallelanschlag da noch hat. So gut das Teil hier funktioniert, so sehr hat mich das doch immer wieder geärgert, denn jedes Mal, wenn ich jetzt hier ein Maß einstelle, ich kenne es noch von meinem alten Parallelanschlag, dann muss ich einmal hier so rumgreifen oder rumlaufen und dieses Ding dann einstellen. Beim Einstellen geht es wirklich sehr, sehr schnell, aber einfach dieser Arbeitsschritt, einmal dieses Rumlaufen, das hat mich doch schon immer ziemlich gestört. Na gut, jetzt werde ich in nächster Zeit es trotzdem noch machen müssen, aber ich werde mir da definitiv was überlegen. Die neue Lösung, an der ich arbeiten werde, wird auf jeden Fall etwas sein, was ich von hier aus bedienen kann, wie ich gerade eben schon beschrieben habe. Normalerweise, wenn ich dann hier ein Maß einstelle, muss ich dann nochmal hier so außen rum greifen, ja, oder halt hier so außen rum laufen. Die nächste Lösung wird auf jeden Fall etwas sein, was ich von hier bedienen kann, ja, irgendwie einen Bankhaken, den ich dann hier so festziehen kann, und dann wird das Ganze auf jeden Fall komfortabler. Traue keinem Maßband, schon gar keinem, das du selber aufgeklebt hast. Den Spruch kennt ihr ganz sicherlich. Ich habe es jetzt hier natürlich trotzdem gemacht und wie ihr es ja auch gerade eben gesehen habt, die Anzeigetafel quasi, ja, wo man dann das Maß im Endeffekt einstellt, was ja verstellbar ist, das habe ich jetzt hier auf Nullpunkt gebracht. Und ich will natürlich in Zukunft diese Maßskala hier verwenden. Und klar werde ich auch immer mal wieder hier zwischendrin die Maße bestimmt mal direkt am Sägeblatt abnehmen, so wie ich es eigentlich sonst auch immer mache. Aber es ist natürlich definitiv sehr, sehr praktisch, wenn man eine Maßskala an Tischkreissäge hat, die auch absolut genau ist. Beim gesamten Bau habe ich darauf beachtet, möglichst genau zu arbeiten, wie ihr es ja auch gesehen habt. Und ich habe die Maße wirklich mehrmals nochmal kontrolliert und habe mir auch die nötige Zeit dafür genommen, genauso wie beim Bau von der Tischkreissäge hier. Aber ob das Ganze jetzt auch wirklich stimmt und wie genau das Ganze ist, werden wir uns jetzt mal anschauen. Also eine Sache will ich an der Stelle mal erwähnen. Diese roten Kreissägeblätter hier, die sind richtig geile Teile, auf jeden Fall. Und zu Sachen Präzision, was soll ich sagen, Leute? Ja, ich hoffe, ihr glaubt mir jetzt, wenn ich euch das zeige. Ich habe ja das Maß hier auf 7 cm eingestellt. Und wenn ich jetzt hier mit der Schieblehre rangehe, dann sind das genau 70 mm. Und damit man das Ganze kontrolliert, das ganze Stück ist 50, 60 cm lang, werde ich das an der anderen Seite natürlich auch nochmal kontrollieren. Und wenn diese beiden Maße jetzt übereinstimmen, dann ist der Parallelanschlag absolut parallel. Und das ist auch der Sinn der ganzen Sache. Und hier auch, Leute, genau 70 mm. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video doch den Daumen hoch und abonniert natürlich diesen Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Wenn euch interessiert, welche Maschinen und Werkzeuge ich bei diesem Projekt oder all meinen anderen Projekten verwendet habe, dann wirft doch jetzt mal direkt einen Blick unten in die Videobeschreibung. Dort wirst du einen Link finden zu meiner Homepage mit einer ausführlichen Auflistung aller Maschinen und Werkzeuge, die ich in meiner Werkstatt verwende. Wenn du jetzt noch mehr Bock hast auf Videos rund um das Thema Werkstatt einrichten und selber bauen, dann check definitiv mal diese Playlist hier aus. Dort sind alle meine Videos zu diesem Thema gebündelt zu finden. Oder natürlich das Video zu meiner selbstgebauten Tischkreissäge, absolut empfehlenswert. Ich bedanke mich bei euch allen vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Projektvideo wieder. Macht's gut!